Die Icon SBC ist durch und du möchtest wieder mit UV-Coins machen. In diesem Video gibt es die besten Listen für wenig und für viel Budget. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video bauen wir UV-Listen und zwar haben wir 3 Teile. Einmal für ganz wenig Coins, einmal für ein bisschen mehr und dann am Ende auch für alle, die so 200-250k zur Verfügung haben. Und am besten baust du je nach Budget einen Mix aus diesen Karten und wir fangen mit der ersten Gruppe an und das sind günstige SBC-Karten. Ich zeige dir jetzt gleich 11 Karten, mit denen das geht. Bei der ersten Karte schauen wir mal zusammen gemeinsam auf das Einkaufen, denn wie immer, bei jeder UV-Liste, die ich euch mache, da gilt meine 10+10 Regel und das bedeutet im ersten Schritt beim Einkaufen, da wollen wir 10% sparen, also wenn wir sehen, dass Bernard so für 950, für 1000 Coins zu bekommen ist, 10% ist hier nicht viel, würde ich so versuchen, vielleicht maximal 800 Coins für ihn zu bezahlen. Das geht sehr einfach über Gebote. Wenn du jetzt heute am Dienstagnachmittag das Video siehst, dann kannst du den bestimmt für 800, 850 erbieten. Wenn du das Video dann oder die Karten dir zum Beispiel aufschreibst, dir gleich einen Screenshot machst von dem Footbin-Team hier, dann kannst du natürlich auch an so Tagen, wo Rewards kommen. Wir haben ja am Donnerstag die Season Rewards, am Freitag neue Promo-Packs, in der Woche wieder neue Preview-Packs. Das sind natürlich nochmal perfekte Zeitpunkte, um hier auf so Massengebote zu gehen. Normalerweise kannst du dann gucken, für wie viel geht die Karte gerade weg und dann schreibst du dir einfach die Preise dazu auf und unterbietest das, indem du einfach auf ganz viele Karten deinen maximalen Preis bietest und am Ende kommen dann immer, wenn du auf 20 mal Lacassette bietest oder so, kommen vielleicht 2, 3 durch, aber es ist relativ wenig Aufwand, um an diese Karten zu kommen und dann kannst du die jederzeit teurer verkaufen und bei passenden SBCs kann da natürlich richtig was passieren. Das ist dann immer die Bonuschance, denn wir hatten zum Beispiel mal so ein seltenes Megapack oder ein Megapack, wo man dann SBCs bekommen hat, beziehungsweise Packs bekommen hat für SBCs, ja, wo man einfach nur ein paar Non-Rares abgeben musste, wo man bestimmte Nationen, bestimmte Ligen kombinieren musste und deswegen hier auch diese Spieler. Guck mal, zum Beispiel Romagnoli, der ist Italiener aus der italienischen Serie A, das heißt, der hat super viele Stronglinks und steigt dann natürlich bei solchen SBCs. Oder Lacassette, ein Franzose in der englischen Premier League, das bietet natürlich auch wieder die Möglichkeit, Chemie in die SBC zu bringen und deswegen kann man die immer UV verkaufen mit der 10+10 Regel, 10% im Einkauf sparen und dann nochmal 10% teurer draufstellen und wenn dann die richtige SBC kommt, dann ist sowieso nochmal deutlich mehr drin. Wir kommen jetzt zu Teil 2 und Teil 3 der UV-Liste für alle, die noch ein bisschen mehr Coins haben und auch ein paar Low-Budget-Spieler, um das Ganze zu mixen. Die erste Karte ist hier Kevin Mbabu, die wir nur mit Chemistry Style, nur mit Shadow einkaufen. Und wenn du noch mehr Tradings on top haben willst, auch Low Budget, aber auch High Budget, dann komm auf meinen Patreon Discord und auf dem exklusiven Discord gibt es nochmal Trading-Tipps on top zu YouTube. Zum Beispiel hier diese Silber-Tradings für die Silberstars. Auch mit denen haben wir richtig gut Coins gemacht. Erster Link in der Videobeschreibung. Teil 2 der UV-Liste, das sind alles so mit Budget-Karten, die wir nur mit Chemistry Style einkaufen, die spielbar sind. Bundesligaspieler natürlich sehr gut im Moment mit Oxnard, auch wenn der ja man noch einfach Klostermann für 1K kaufen kann und sich 3 Stunden Zeit spart. Aber auf jeden Fall Kevin Mbabu nur mit Shadow, das ist die günstigste Karte hier aus dieser Gruppe und nur mit einem Shadow ist er wirklich wertvoll und auch hier würde ich wieder checken, für wie viel bekomme ich ihn mit einem Shadow. Ich hatte geguckt, heute Morgen waren das noch 2,4. Du kannst meistens sehr gut morgens und abends nach 19 Uhr einkaufen und dann verkaufen, auch hier 10+10 Regel, also wir wollen beim Einkauf wieder die 10% sparen, das heißt, ich würde Mbabu snipen, erbieten für so 2, 3 oder so ungefähr und dann auf jeden Fall draufstellen, vielleicht für 3,2, 3,3, je nachdem wie schnell er weggeht. Marcus Rashford, nur mit Hunter, ist auch eine Karte, die du sehr gut nehmen kannst. Und bei allen Karten wie LMs, RMs oder auch zentralen Spielern kannst du natürlich noch auf Positionswechsel achten, also dass du ihn zum Beispiel einkaufst mit dem Hunter, mit umgeformt auf linker Stürmer, günstiger 10% wieder abziehen, dann hast du nochmal ein bisschen mehr Potenzial im Verkauf, denn die Karte wird natürlich nochmal wertvoller durch die Positionswechsel. Dembele ist auch eine gute Karte für diesen Teil der Trading-Liste. Generell sind das alles diese, ja, so mittleres Budget, 20k, 25k und vor allen Dingen nehme ich nur Karten, die bei Footbin auf Popular sind. Wenn du das auscheckst, dann siehst du ja die Karten, die am meisten geklickt werden auf Footbin. Das bedeutet natürlich, dass diese Karten die höchste Nachfrage haben und hohe Nachfrage heißt schnelle Verkäufe. Von der Popular-Liste vermeiden würde ich aktuell auf jeden Fall zentrale Mittelfeldspieler. Wir haben Parejo, wir haben Verratti, wir haben den Prince, wir hatten ganz lange Kanté. Das heißt, diese Karten würde ich nicht nur 10% im Einkauf sparen, sondern vielleicht sogar 15-20%. Warum? Es gibt so viele Alternativen von SBCs, dass die Schwierigkeiten haben zu steigen. Auch
Rechte Flügelspieler, rechte Mittelfeldspieler sind ein bisschen schwieriger. Hier haben wir aber bisher mit Mahrez nur eine Karte. Für alle so mit 150, 200k und mehr, die auch UV machen wollen, mischt diese günstigen Karten von gerade mit alten Spezialkarten, die nicht zu ziehen sind. Zum Beispiel Rule Breakers Team 1 oder so, Arnautovic, guck dir diese Karte an. Wenn du ihn günstiger bekommen würdest, ZTM umgeformt mit einem Hunter, das ist eine sehr, sehr wertvolle Karte. Und der Vorteil von den Karten, die nicht zu ziehen sind, ist natürlich, auch die sinken in der Panik, wenn sowas Krasses kommt wie die Preview-Picks am Sonntag. Aber diese Karten erholen sich dann auch wieder besser, weil halt kein neues Angebot auf den Markt kommt. Zum Beispiel Ndombele, seine Inform-Karte ist relativ beliebt. Nicht die beste spielbare Karte, trotzdem ist sie auf jeden Fall beliebt, hat natürlich auch viele Links. Kannst hier gucken, mit einem Hunter, mit einem Shadow die einzukaufen. Und Jeka, auf jeden Fall eine gute Karte. Ich denke mal, solange wir keinen weiteren zentralen Mittelfeldspieler bekommen aus der Premier League, wird sich diese Karte erholen. Und auch David Alaba ist eine Möglichkeit. Ihn könnte man in-game auch gut im Mittelfeld spielen. Würde ich auf jeden Fall mit einem Shadow nur machen. Diaby, überkrass gedroppt durch die SBCs und vor allem auch durch die Promo- und Preview-Packs. Aber auch er ist nicht zu ziehen und eignet sich deswegen für diesen Teil genauso wie der Osimhen. Auch er könnte ich mir vorstellen, wenn da nochmal Serie A-Ziele kommen oder so, ist das nochmal ein Bonus. Aber auch ihn, wenn du günstig mit Hunter einkaufst, wirst du ÜV schön verkaufen kann. 10%, 10 plus 10 Regel, 10% im Einkauf sparen und 10% im Verkauf obendrauf. Bonustipp in diesem Video. Mit den Meilensteinen geht es jetzt los im Manager-Meisterstück. Und wir haben ja schon die Bundesliga, wo man nur eine Karte bekommt. Letztes Jahr hatten wir ja auch bei den ganzen kleinen Ligen, wie die holländische Liga, wie die amerikanische Liga, wo man direkt 3 Meilensteinspieler bekommen hat. Und hier kann man Low-Risk-Investments machen. Wenn man ein bisschen mehr Coins hat und einfach mal 10, 15k in den Verein legen kann, würde ich diese Karten auf jeden Fall einmal mitnehmen und so lange halten, bis die Ziele kommen. Sowohl Kudos als auch Sangare, die kannst du beide eigentlich fast zum Abschlusspreis auf jeden Fall unter 11k erbieten. Dann hast du quasi überhaupt kein Risiko. Wenn dann diese Ziele kommen, können sie steigen. Vielleicht kommt vorher jetzt nochmal im Laufe der Woche eine SBC, wo man wieder eine Rule Breakers Karte braucht. Auch dann können die mal 2-3k steigen. Auch dann kannst du die schon verkaufen. Wie gesagt, mach das nicht, wenn du nur 20k hast, wenn du nur 30k hast. Aber wenn du irgendwie 500k hast oder so, dann legst du diese 20, 25k zusammen in den Verein und wartest einfach auf diese Ziele. Mark Crash hat auch was Gutes. Check meine Top 7 Icons und Heroes aus unter 500k. Die werden sicherlich wahrscheinlich fast alle schon unter 450k kosten, die dich sofort weiterbringen. Abonniere den Kanal, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.